Gebt's zu, ihr kennt sie doch alle, die viralen Lifehacks aus dem Internet mit Millionen von Aufrufen. Das schaut man sich an und denkt, ja, eigentlich ganz coole Sache. Und wenn man dann das Video gesehen hat, denkt man sich irgendwann mal, ja, aber kann das eigentlich auch in der Realität funktionieren oder ist das absoluter Bullshit? Genau so ein Video, wo es um Zement und Superkleber ging, habe ich mir gerade angeschaut und da muss ich sagen, na, habe ich ernsthafte Zweifel. Naja, aber wir haben zum Glück die Möglichkeit, das auszutesten und dann sind wir auch gleich alle ein bisschen schlauer. Wirklich viel brauchen wir für den Test jetzt ja auch nicht. Ein bisschen Zement. Davon habe ich ja immer mehr als genug vorrätig. Brauchen wir nicht wirklich viel, da reicht uns eine winzige Menge. Und dann brauchen wir natürlich noch Sekundenkleber. Da habe ich auch ein ganz einfaches Standardprodukt genommen. Bevor wir jetzt hier mit den aufwendigen Tests anfangen, will ich erstmal schauen, ob das Material überhaupt klebt, weil sonst können wir uns die Belastungstests ja gleich von vornherein sparen. Dazu mischen wir uns jetzt erstmal eine kleine Menge auf dem Holz an und schauen, ob das überhaupt hart wird. Was mir bei der Verarbeitung auch gleich aufgefallen ist, war, dass der Kleber nicht so wie in dem Video schnell vom Zement aufgenommen wurde, sondern eher ein wenig so von der Oberfläche abgeperlt ist. Und das war schon mal ein kleiner Unterschied. Funktioniert hat es trotzdem, aber der Kleber härtet halt im Kontakt mit dem Zement wirklich extrem schnell aus. Also ich habe jetzt mal 10 Minuten gewartet. Der Kleber soll schon ziemlich hart sein. Schauen wir uns das Ergebnis mal an. Also hier haben wir jetzt mal den angezogenen Kleber. Der ist schon ziemlich hart. Ja, da hat man auch mit der Spachtel Probleme zu lösen. Ja, doch mit der Spachtel geht's. Aber das Material an sich, ja, das ist schon ziemlich hart. In dem Video wurde unter anderem auch gezeigt, dass man zum Beispiel in Holz zu groß geratene Bohrlöcher auffüllen kann, sodass dann die Schraube später wieder optimal zieht. Ja, das ist ein Problem, was ab und zu mal auftreten kann. Das werde ich natürlich auch testen. Hier haben wir schon mal unser Holz mit dem Loch drin und der zu kleinen Schraube. Also ich als Laie würde jetzt sagen, nimmt man einfach eine stärkere Schraube, Problem gelöst, aber ja, vielleicht gibt es ja doch irgendwelche Anwendungsfälle, wo es dann sinnvoll ist, so vorzugehen. Jetzt hält man es nicht von Anfang an schlecht, sondern probieren es einfach mal aus. Ich bin dann genauso vorgegangen wie in dem Video. Erst ein bisschen Kleber in das Loch, dann Zement, dann habe ich das Ganze ein bisschen verdichtet, oben die Oberfläche abgezogen, dass alles gerade ist und dann habe ich die Oberfläche sauber verschliffen. So, da haben wir jetzt mal unsere Schraube. Also wackeln tut es jetzt auf den ersten Blick mal nicht. Bevor wir einen Belastungstest machen, schrauben wir uns nebendran noch eine Referenzschraube ein und dann testen wir mal, was sie aushält. Also hier zuerst die geklebte Verbindung. Ne, bekomme ich so nicht raus. Jetzt hier die andere, die Referenzschraube. Bekommt man auch nicht raus. Jetzt auch mal mit Gewalt. Oh, sogar die Schraube abgebrochen. Ja, peng. Naja, hat kalten. Ja, okay. Wäre jetzt für mich, wie schon gesagt, nicht unbedingt die Problemlösung Nummer 1, aber kann man so machen. Also hat funktioniert, hat kalten. War es natürlich auch eine kleine Schraube. Naja, das war ja schon mal einigermaßen in Ordnung. Machen wir auch gleich mit dem nächsten Test weiter. Der wird deutlich anspruchsvoller. Und zwar wird in dem Video auch gezeigt, wie Metall mit Metall verklebt wird. Es ist echt eine hoch anspruchsvolle Verklebung und jeder von euch, der das schon mal gemacht hat, der weiß, dass man da normalerweise Spezialkleber dazu braucht. Also aus meiner Sicht ist es für das Material der Endgegner. Aber in dem Video wird es ja so dargestellt, dass das ganz gut funktioniert und die Verklebung auch einigermaßen belastbar ist. Ich kann es mir zwar bei bestem Willen nicht vorstellen, aber auch das werden wir testen und dann sind wir auch da gleich schlauer. Ja, Leute, ich glaube es nicht. Was denkt ihr? Schreibt es mir jetzt mal unten in die Kommentare, was ihr denkt, bevor das Video weiterschaut. Das funktioniert niemals. Auch da bin ich jetzt wieder so vorgegangen wie in dem Video. Der einzige Unterschied war, dass ich keinen glatten Stahl verwendet habe, sondern solche Torstahlstangen. Die haben solche leichten Rillen und sonst ist eigentlich alles gleich. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass der Test dadurch irgendwie verfälscht wird. Im vergangenen Jahr habe ich ja schon mal einen Lifehack getestet. Da ging es darum, wie man aus Styroporresten einen Superkleber herstellen kann. Und da wurde ja auch versprochen, dass man damit Metall verkleben kann. Hatte ich getestet, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Also das war ein Schuss in den Ofen. Und deswegen bin ich gespannt, ob es da heute ein bisschen anders aussieht. So, jetzt kommt der Augenblick der Wahrheit. Mal schauen, ob es hält oder nicht. Ich habe jetzt extra keinen großen Hebel gemacht, weil ich gebe dem keine große Chance. So, also.
Holla. Nee, keine Chance. Da braucht man härtere Kaliber, um das wieder zu trennen. Ha, das hätte ich nicht gedacht. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das Material ziemlich spröde ist und sofort abreißt. Aber das habe ich auf keinen Fall erwartet gehabt. So, zweiter Versuch. So. Ja, jetzt. Das liegt natürlich auch daran, dass der Kleber mit dem Material, also mit dem Metall, keine feste Verbindung eingeht. Ja, immerhin, ne? Habt ihr das erwartet? Also ich habe mit deutlich weniger Widerstand gerechnet. Muss ich ehrlich zugeben. Als nächstes ging es in dem Video mit einer Verklebung weiter, die auch nicht unbedingt einfach ist. Und zwar geht es hier um eine Reparatur von dem abgebrochenen Kunststoffteil. Und auch das werde ich natürlich testen. Für den Test verwende ich einen alten Schuhlöffel aus Kunststoff. Ja, da ist oben der Ring abgebrochen und da werden wir mal sehen, ob man hier genauso wie in dem Video den Ring wieder hinmodellieren kann und ob der dann auch stabil und belastbar ist. Ich habe mir dazu genauso wie in dem Video eine Form aus Knete gebaut. Also das finde ich übrigens eine smarte Idee, da muss man erstmal drauf kommen. Und die Aussparung habe ich dann genauso wie vorher mit dem Gemisch aus Zement und Sekundenkleber aufgefüllt. Das Ganze habe ich an beiden Seiten mit jeweils 2 Schichten gemacht und danach war der grobe Ring dann auch schon fertig. Das Ergebnis sieht natürlich jetzt noch äußerst wild aus, aber die Oberfläche und die Rundung, die müssen dann auch nachgeschliffen werden und ich denke, da wird sich an der Optik noch einiges rausholen lassen. Ich habe es zuerst mit der Handfeile versucht, bin aber dann relativ schnell auf den Tellerschleifer umgestiegen, weil das Material ist schon ganz schön hart, also lässt sich nicht besonders gut schleifen. Und mit dem Tellerschleifer, ja, da hat es echt optimal funktioniert. Ich habe jetzt hier 10 Minuten an dem Schuhlöffel herumgeschliffen und ich muss sagen, ja, wenn man sich so anschaut, das Ergebnis schaut gar nicht mal so schlecht aus. Natürlich habe ich mir da jetzt nicht extrem viel Mühe gegeben, das muss auch klar sein, weil, sind wir ehrlich, den Schuhlöffel werde ich nicht weiterverwenden, der fliegt dann in die Mülltonne. Das war jetzt hier nur zu Testzwecken. Und ja, ich sage, wenn man da jetzt mit dem Kleber noch ein bisschen ordentlich nachgearbeitet hätte, alles ordentlich verschliffen hätte, dann wäre das ein richtig sauberes Ergebnis. Also hätte ich jetzt so nicht gedacht. Fast wie neu. Natürlich nicht wie neu, aber ja, es ist halt ein nachgearbeitetes, geklebtes Plastikteil. Ich denke, da kann man nicht viel mehr erwarten. Die Belastbarkeit von der Verbindung ist natürlich auch noch hochinteressant. Also ganz normale Schlagbelastungen sind mal überhaupt kein Problem. Aber wie sieht es denn mit Biegebelastungen aus? Sollen wir es mal testen? Komm, wir machen es mal. So. Ja, ihr seht, der Löffel biegt sich schon ordentlich durch. Also da hat man wieder mit dem Finger keine Chance. Das gibt's doch nicht. Brauchen wir dafür jetzt schon wieder schweres Werkzeug. Ja, also ihr habt gesehen, der Originalplastik ist genauso schnell gebrochen wie die Klebeverbindung. Von daher passt es schon. Ich denke, bei den 3 Tests können wir es dann auch belassen. In dem Video werden zwar noch weitere Anwendungsmöglichkeiten gezeigt, aber ich habe mir die 3 schwierigsten und kompliziertesten Verbindungen rausgesucht, habe das getestet und ich muss leider zugeben, ja, es hat so funktioniert, wie es in dem Video gezeigt wurde. Auch wenn ich es mir vorher nicht vorstellen konnte. Ob es da jetzt wirklich irgendwelche Anwendungen in der Praxis gibt, also das wage ich weiterhin zu bezweifeln. Zumindest fällt mir nichts ein, vielleicht fällt euch was ein. Aber das war jetzt ja auch nicht die Frage bei dem Test. Also ich wollte probieren, ob es so funktioniert, wie es gezeigt wird. Und das hat funktioniert. In diesem Sinne wären wir dann für heute auch wieder durch. Ich hoffe, das Video war wieder ein wenig interessant für euch. Vielleicht konntet ihr auch was mitnehmen. Und beim nächsten Mal wird wieder was gebaut. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.